Ja, hallo, ich bin Max. Heute mache ich einen Kuchen und ich bin sehr gut im Kuchen kochen. Weshalb ich heute einen Sahnekuchen mache. Der erste Schritt ist, dass wir in den Supermarkt gehen und die Zutaten kaufen. Also los! Der Vorgang des Kuchenbackens fängt immer im Supermarkt an. Denn im Supermarkt findet man die Zutaten für den Kuchen. Ja, also der erste Schritt ist der Kuchenboden. Wir haben einige Ingredienzen, die man dafür braucht. Zum Beispiel Weizenmehl, frische Eier aus der Haltung, Zucker und so weiter. Zuerst das Mehl, und es ist wichtig, dass man nichts verschwendet beim Kochen. Weil alles andere wäre Verschwendung. Okay. Zucker hinzu. Also nehme ich hier 1, 2, 3 Hände Zucker und ich nenne das ist ein Verfahren, was ich entwickelt habe, ich nenne das Handkochen. Wozu braucht man andere Utensilien, wenn ich das mit meiner Hand verrühren kann? Man sieht, nähern wir uns hier schon dem Endprodukt an. Als nächstes fügen wir Backpulver hinzu. Backpulver. Dieses Backpulver war schon offen, was wichtig ist. Weil auf einem Backpulver ist, dass man hier den sogenannten Zungentest macht. Und guckt, ob es noch backt. Es backt noch. Als nächstes Vanillinzucker hinzu. Die Tüte war nicht offen, sonst hätte ich den Vanillinzucker-Test machen müssen, bei dem ich schaue, ob das noch vanilliert. Ich mache ihn trotzdem, weil das gut schmeckt. Okay. Alle Pulver in der Backmischung. Ich mache das Sahnehäubchen, das hat eher einen spirituellen Hintergrund. Das Ganze rühre ich jetzt erstmal um. Man sieht hier die Sahne. Die Sahne hat jetzt so ein, die kann man jetzt nehmen. Die kriegt dann eine sogenannte Sahnehaut, die sozusagen durch die verschiedenen Pulver sich um die Sahne herum bildet. Und andererseits spielt es keine Rolle, weil die Sahne nur einen spirituellen Hintergrund hat. Trotzdem für andere Kochrezepte ist das sehr wichtig. Okay. Dass mein T-Shirt so aussieht, gehört übrigens dazu, weil das T-Shirt esse ich später mit. Okay, als nächstes fügen wir Eier hinzu. Wenn ich einen Huhn hätte, würde ich das Huhn die Eier selber legen lassen, was normalerweise der Vorgang ist, aber um euch heute Zeit zu sparen, mache ich es nicht. Wie viele Eier man nimmt, hängt vom Huhn ab. Von daher nehme ich heute 3. Wir haben hier 3 Eier und dann haut man darauf, damit die aufgehen. Die Schalen muss man in diesen aufwendigen Prozess herausnehmen, aber nur so kann man auch den Geschmack, das ist wie ein Teebeutel, der Geschmack des Beutels geht in den Tee mit rein und genauso geht der Geschmack der Eierschalen in den Kuchenteig mit rein. Okay, und man sieht, es bildet sich schon Kuchen an meiner Hand, was ein gutes Zeichen ist und auch eine Art des Teigs zu sagen, dass er gebacken werden will. Okay, ich glaube, damit ist die Teigmischung fast fertig. Es muss noch Milch oder Wasser hinzugefügt werden. Hier ist wir haben leider kein Wasser hier, deswegen nehmen wir Old Cascadas Caribbean Island Rum. Das ist voll das Pinkeln. Okay, also es gibt viele, die kochen mit Maßen und Zahlen, ich koche mit Gefühl, mit Intuition. Deswegen gibt es auch hier ein spezielles Verfahren, was man nur in meiner Küche lernen kann. Das Intuitionsverfahren, mit Hilfe dessen man herausfinden kann, wie viel Wasser man dem Teig noch hinzufügen muss. Wenn hier zu viel Mehl drin ist, kann man das mit so einer Bewegung heraus bewegen. Und dann sieht man hier den Teig, ist noch zu hart. Das bedeutet, hier ist auch noch eine Eierschale drin, die raus muss. Das sieht man häufiger oder später kann man das halt auch so beim Essen aussortieren oder so. Das war ein Exempel
das war ein Exempel, um zu zeigen, wie das aussieht, wenn nicht genug Wasser im Teig ist. Deswegen fügen wir jetzt etwas Wasser hinzu. Okay, der Teig formt einen neuen Aggregatzustand, nämlich teigformförmig. So, knetet, den habe ich gehört. Das ist meine Technik. Ich glaube, der Teig ist fertig. Und jetzt kommt er in den Backofen. Ja, als nächstes machen wir den hier an. Da dreht man dieses Rad hier. Ich mache immer dreimal. Ich weiß nicht, diese Symbole, kein Mensch weiß, was die bedeuten. Daher einfach immer dreimal nach links und dann hat man so ein Mittelding, was halt in der Mitte ist. Und das ist dann sozusagen, was am meisten Sinn macht. Okay, 20 Minuten später. Wir haben jetzt den Kuchen gute 20 Minuten gebacken und als nächstes können wir doch mal reinschauen. Sieht fantastisch aus. Dann kann ich das hier abschalten und wir haben einen Blick auf den Kuchen und er sieht fantastisch aus, mit Packung gebacken. Wenn ihr das Rezept richtig ausgeführt habt, dann müsste der Kuchen auch mit Packung rauskommen. Die Packung macht man ab. Und je nach Backzeit ist die Packung verschieden schwer zu öffnen. Jetzt hier haben wir einen Kuchen. Wer sich nicht viel zutraut, ist an dieser Stelle fertig. Wer sich mehr zutraut, nicht. An dieser Stelle möchte ich dir gratulieren, weil du dir viel zutraust und an dieser Stelle weiter wachst. Also dieser Kuchen ist in Schichten aufgebaut. Wir haben hier die erste Schicht, das ist die sogenannte Kuchenteig-Bodenschicht oder die braune Schicht. Man kann die Schichten farblich einteilen. Wir nummerieren die Schichten, starten von 0, fangen an mit der 0,5. Schicht. Die braune Schicht. Und dafür benötigt man einen Teller. In einer organisierten Küche hat man das schnell zur Hand. Nutella. Okay. Wir fügen jetzt den Nutella hinzu. In eine Nahaufnahme wird man das sehen. Es gibt verschiedene Methoden, die ich heute vorstellen will. Das ist die Rollmethode, brutale Methode. Und ich glaube, das sind alle Methoden. Okay. Man muss aufpassen, dass man den Kuchenteig nicht zerstört. Denn ein Kuchenteig ist ein fragiles Lebewesen. Okay, wir haben jetzt hier die 0,5. Schicht abgeschlossen. Als nächstes kommt die erste Schicht. Was man da macht, ist, man schaut einfach alles, man sucht nach Objekten, die weiß sind, packt die da rein. Nun sollte man einen Fehler vermeiden, man sollte es nicht einfach aufpacken, denn sonst vermischen sich die Schichten. Und das gilt unter Kuchenbackern als schlimmer Fehler. Diese Form ist sehr gut geeignet, um da zum Beispiel Speisekarten reinzumachen. Das vermischt man hiermit. Okay. Okay, das kommt darauf. Okay. Das ist genauso wie mit dem Schmetterling. Das sieht jetzt eklig aus, aber später nicht. Okay, das vermischt man so und dann kommt es hier rauf. Und wichtig ist, dass man hier trifft. Okay, ich glaube, ich habe getroffen. Nun, wichtig ist, dass man diese Schicht glatt streichen. Okay, dafür nimmt man Glas so weg. Wichtig ist, dass es ein Loch hat. Man kann hier auch den sogenannten Watte-Test machen.
wo man das so raufhaut und dann kommt es oben wieder raus. Nun streichen wir die erste Schicht glatt. Mischen wir den Tortenguss an. Wir haben es hier mit Analog-Tortenguss zu tun. Das ist kein echter Tortenguss, der in der Natur entstanden ist, sondern Tortenguss, der künstlich hergestellt wurde. Das sieht man daran, dass er nicht die natürliche, rote, gesunde Farbe eines Tortengusses hat, sondern nicht rot ist. Trotzdem habe ich wie jeder Koch eine Alternative. Muffin-Glasur von Dr. Oetker. Was wichtig ist beim Kochen ist, dass man auf jede Situation vorbereitet ist. Stell dir vor, du bist in der Wildnis und du hast keine Gefäße. Kein Problem. Das macht man einfach in der Hand. Wir geben den roten Tortenguss, der nicht rot ist, in die Hand. Öffnen das mit der Hand, ohne das auszuschütten. Es ist wichtig, dass nichts davon auf den Kuchen kommt, bevor das vermischt wurde. Dann geben wir das hinzu. Diese explosive Reaktion ist zu erwarten. Der Tortenguss vermischt sich sehr gut mit diesem Zeug. Hier oben kommt noch so eine Verzierung. Okay. Okay, wir nähern uns dem finalen Kuchen. An dieser Stelle sollte man sich schon freuen dürfen. Der letzte Teil, der spaßigste Teil, ist hinzufügen der Verzierungen. Wir haben hier sehr viele Verzierungen. Ein Großteil des Budgets ist in die Verzierungen gegangen. Wir haben Rollfond dankt gebrauchsfertig weiß. Es ist wichtig, dass das Rollfond dankt nach diesen Teilen raufkommt. Nur Anfänger machen das andere. Alles gleichzeitig rauf, so. Eklig. Ich esse ja immer vorher, auch um zu testen. Die schmecken. Und die schmecken jetzt scheiße. Letztendlich kommt das Rollfond gedankt. Wir haben in diesem Klotz eigentlich dachte ich, ein naiver Idiot hätte gedacht, dass hier so ein Kuchen, so eine Spitze direkt rauskommt. Aber so ist das nicht. Nichts im Leben ist einfach. Verteilt man in etwa 8 Erbsen große Stücke. Langsam merkt man, wie das Rollfond dankt. Weicher wird. Und jetzt kommt der künstlerische Teil. Hier hat man jede Freiheit. Okay, ich habe diesen Mensch. Das Highlight der Torte ist Sprühsahne. Okay. Okay. Wichtig ist, dass man sich gut überlegt, wo man die hinschießt, dann plötzlich ist die überall. Noch solche Teile. Dann hier kann sein eigenes machen. Okay. Und hier macht man so einen Berg. Man sollte mindestens 1 bis 3 Sprühsahne mit 30% Fett verwenden. 3 mal 3 mal 30 sind fast 100. Das ist wichtig, denn das Auge ist mit, dass man einen farblichen Kontrast herstellt. Es spielt fast keine Rolle, was man dafür nimmt. Ostmann, Grill und Steak. Wurstmischung. Für die scharfe Note, und ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, nicht jeder isst gerne scharf, kommt ein bisschen Tabasco. Und 100% Parmesani Coated Cheese. 100% coated! Dann schneiden wir den Kuchen doch an. Okay? Wenn Sie jetzt auch
ein Stückchen dieses schmackhaften Kuchens probieren wollen, dann verlosen wir zwischen unseren Zuschauern 4 Stückchen dieses Kuchens. Also bitte rufen Sie an. Lecker! Die letzte Zutat. Wechsel Gold Butter ohne Konservierungsstoffe mit Sonnenblumen, Raps und Leinöl. Gemacht am 21.47.5 ist die kann man dazu essen. Also, guten Appetit!